Und dann schauen wir mal, ob der Gabe-Follower ein paar neue, wichtige, interessante Informationen für uns hat, die uns sagen, was vielleicht denn mal wieder demnächst in CS2 kommen wird. Wir luschern mal rein. It's been a month since the release of Armory, and despite the fact that we have an official FAQ, the community still has quite a few questions regarding this event. For example, in the game files, the Armory is still called a seasonal operation, but at the same time, the word operation was removed in the localization, and we did not see a new medal with normal mission. Moment, das muss ich nochmal. Operation, but at the same time, the word operation was removed in the localization, and we did not see a new medal with normal missions. Thanks to a user named Sora, we were able to get an answer directly from the Valve devs. She sent an email to Gabe Newell and received a response from one of the CS2 developers. Sarah kindly agreed to show me the originals of the letters, and I can confirm the legitimacy of this information. In a nutshell, the Armory. Okay, das will ich auch noch mal kurz sagen, weil das vielleicht viele noch nicht wissen. Und zwar haben wir hier einen Timer bei der Desert Eagle Heat Treated. Das sind jetzt noch, ich weiß gar nicht, wie lange es noch sind, 60 Tage oder sowas, keine Ahnung. Da steht 103 days remaining to claim this offer. Also so lange kann man noch diese Desert Eagle Heat Treated claimen. Danach ist die weg für immer wahrscheinlich. Sonst wird es ja keinen Sinn machen, dass es limitiert ist. Das gilt aber nur für die Heat Treated, nicht für die anderen Sachen. Langfristig ist es aber wahrscheinlich, dass irgendwann diese anderen Sachen durchrotiert werden, also andere Charms, andere Weapon Collections. Und die Sterne, die man claimt, die sind dauerhaft verfügbar. Deswegen habe ich jetzt gerade auch 117 Sterne, weil man aktuell mit nichts, was man claimen kann, Profit machen kann. Mit der Kiste machst du Break-Even, aber das bringt einem ja auch nicht viel. Kann man natürlich claimen, die Kiste, um die reifen zu lassen. Weil wenn irgendwann die Gallery Case hier rausfliegen wird, kommt eine neue Kiste und dann wird die Gallery Case wahrscheinlich langzeit irgendwann auch teurer werden. Auf die Jahre gesehen, wie es halt immer so ist bei Kisten. Aber ich spare mir jetzt halt viele Sterne an, weil wenn dann was Neues kommt, kann ich direkt, wo was Neues kommt, reinclaimen und bin einer der Ersten, die die Sachen auf dem Markt verkaufen. Das ist meine Strat, solange nichts davon Profit abwirft, spare ich mir meine Sterne auf und wenn dann was Neues kommt, kann ich mir vielleicht direkt was claimen. Aber wie lange das dauern wird, bis hier die Sachen durchrotiert werden, der Armory Pass wird auf jeden Fall dauerhaft aktiv bleiben, das wurde da gesagt. Ich denke, das kann gut und gerne mal 1 bis 2 Jahre dauern. Ich glaube nicht, dass in den nächsten 6 Monaten hier schon irgendwelche Charms durchrotiert werden oder so. Also das wird noch lange gehen wahrscheinlich. The originals of the letters, and I can confirm the legitimacy of this information. In a nutshell, the Armory is not a temporary event and will remain in the game forever. This Haut ab, jetzt sagt er genau das, okay. is a new part of the main menu that will not be removed. The only temporary part is the collectible Deagle with unique patterns. They did not specify whether new items will be changed or added in the future, but this is quite obvious. The Armory is a spiritual successor of the Arms Deal update, which was added a year after the release of CSGO. So now the developers simply added a new type of monetization that makes you actually play the game, and not just buy cases on the Steam market. Along with the major Counter-Strike 2 update, we got a new minigame map type in Source 2 tools. Generally, it's not really needed to create a new type for custom game modes. Almost everything can be implemented on normal maps using scripts, especially considering that the developers have a full-fledged Pulse tool for visual programming in TypeScript. This line first appeared in the Dota 2 update with a new character called Ringmaster. But the problem is that it is not used in any way in Dota or other Valve games. Minigames with fishing and fight clubs use a completely different type called UI background. That is something that can work directly in the Panorama UI interface, like a built-in window. For example, in CS2 the same type is used for all backgrounds in the main menu, weapon inspections and preview screen in settings. The only reasonable explanation why devs need a completely new map type is to create exceptions in the engine. For example, if in the main game and modes there are some restrictions on various mechanics or actions, then when the minigame mode is activated, these restrictions Oh, das habe ich letztens auch gesehen auf Twitter. Es hat jemand Fruit Ninja gebaut in CS als alternative Aim-Map. Die Idee fand ich eigentlich ganz geil. Dass da jetzt auch erst einer drauf gekommen ist. Da werden halt Früchte hochgeschossen und anstatt irgendwelche Punkte abzuschießen wie in Aim-Labs, schießt du jetzt auf fliegende Früchte. Ziemlich geile Idee eigentlich. Die wollte ich eigentlich auch mal testen, irgendwann. main game and modes there are some restrictions on various mechanics or actions, then when the minigame mode is activated, these restrictions disappear and the developers give map creators more freedom and access to more functions. Such improvements will greatly help modders like Lily, who rolls out new minigames almost every week using the current hacks or workarounds of mapping. Ultimately, it would be great to see some kind of Kann man die sich im Steam Workshop ziehen, die Map?
Ja, Tatsache, Workshop below. I made Jetpack Joyride in CS2. Workshop below. What the fuck? Wie krank ist denn das? Okay, das müssen wir mal ausprobieren. Das sehe ich zum ersten Mal. Das habe ich auf Twitter nicht gesehen. Every week using the current hacks or workarounds of mapping. Ultimately, it would be great to see some kind of the arcade mode from Dota where you can create completely unique games without any restrictions. By the way, custom games in Dota use the standard map type, not the new one. Immediately after the release of Counter-Strike 2, scripts for the official surf mode and bot training aim maps appeared in the files. In theory, this may be related to Deadlock, which is also interesting. However, it is still in the early alpha and adding such functionality, not to mention the tools, seems a bit too early. The first mentions of keychains for CSGO appeared in 2017 when the names of 6 models were leaked. A K47. Überleg dir das mal, Alter. Vor 6 Jahren wurden Keychains geleakt. Was haben wir davon wirklich bekommen? AK-47. Die gibt's, aber in diesem komischen Comic-Style. Banana, Bloodhound, Grenade, Plasma Ball, Sugar Skull. Okay, das heißt, wenn jetzt irgendwas Neues in den Files geleakt wird, nur 6 Jahre warten. 2017 ist sogar 7 Jahre her. Nur 6, 7 Jahre warten, bis wir die ins Game kriegen. Geil. Banana, Bloodhound, Grenade, Plasma Ball, and Sugar Skull. But in the end we received only 2 of them, and even then one is not a banana, just some kind of sausage. Based on this we can assume what other options we can see in the future. Jamesry Gregory noticed that there are 3 unreleased skins in each new collection, and it's kinda strange since previous collections had 19 skins, when these have only 16, so maybe we will see them in the future. He also showed an interesting concept of how keychains might look on knives. And it seems like a really good idea since we see melee weapons much more often than skins. Speaking of keychains, I'm almost sure that the developers have prepared some sort of team keychains for one of the following majors. They don't. Oh, wie findet ihr das? Keychains von den Teams fürs Major, um mal nicht wieder den 8000. Sticker rauszubringen, der gleich aussieht, wäre ich, glaube ich, sogar Fan von. So ein 3D-Keychain vom Big Clan würde ich mir an meine Big Dick Tapsen. Was ist das eigentlich für eine Waffe? Big Dick Tabs, mein Koi ist das. Also ich würde mir eine Big Keychain, würde ich mir an meinen goldenen Koi machen, wo schon Big Dick Tapsen draufsteht. Aber nicht so ein Dogtag und da ist das drauf, sondern tatsächlich ein 3D-Model von dem Logo halt. Die sind doch, ja, kannst du doch alle freistellen. Need to model each logo from scratch, and they can simply use a pre-created metal plate to which custom material will be applied. Nee, also nicht so ein Dogtag und da ist das drauf. Ein 3D-Model vom Logo will ich haben. It is important to note that the developers were preparing much more content for this update but released only what was ready. I suppose this was due to the massive outrage of the community. And you can see that immediately after a long break, fixes began to come out every few days. Based on what different people told me, we should have seen a small rotation of community maps and several full remakes of official maps. We will talk about them a little later. In addition, there should have been new patches for agents and a pack of graffiti. I think many were surprised that we did not see any hint of new agents, but I have a simple explanation. With the keychain leaks, we regularly saw lines related to cosmetic clothing elements. And as I have repeatedly said in previous videos, apparently we will be able to customize our own character from different clothing elements. This mechanic has already been used in... Boah, das könnte wild werden. Dann ist das aber wirklich krass, wenn du noch so einen alten Agent hast. Also wenn Agents irgendwann gar kein Thema mehr sind mit anderen Outfits, weil du einfach ein nacktes Model hast und du kannst ihm anziehen, was du willst. Die sind ja schon richtig teuer geworden. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt. Die ganzen Agent-Skins sind unfassbar teuer geworden. Manche sogar dreistellig teuer mittlerweile. Also von mir aus könnten sie es bei den Agents belassen. Also das fände ich für CS too much, wenn dann... Ja, wobei, wir haben auch den einen Surfer, der hat da irgendwie so diese Ariel wie heißt die denn, diese Schwimmflossen auf dem Rücken, das ist halt auch schon wild. Aber wenn du dir dann immer so einen Bauarbeiterhelm auf den Kopf knallen kannst, das ist ein bisschen viel. Also da kann ich mir wirklich nicht vorstellen, dass das in der Form kommt. Oder hier so ein Mädel mit pinken Haaren, pinken Kopfhörern und einer Cap. Das ist ein bisschen too much, glaube ich. Counter-Strike Online 2, from which devs quite often took various ideas. Also guck mal, aber das ist auch schon wild. Wenn du vor ein paar Jahren noch CSGO gespielt hast, bevor die Agents kamen, und du hättest gesagt, du spielst irgendwann mit diesem Model, mit einer Flip-Flop-Brille
und einen Full-on-Taucheranzug und das ist einfach dein Model in CS und damit kannst du auf das 2 rumrennen. Hättest du auch gedacht, Alter, niemals, was erzählst du mir für einen Quatsch? Das ist halt auch schon ziemlich wild. Yes. And let's not forget that in the official concepts, the very first type of monetization was in the form of clothing. In addition to this, something strange is happening with chickens. We have already discussed pets, but the developers continue to work on some kind of chicken system. In the update with new animations for chickens, there are strange animation sequences for picking up and squeezing chickens. The best showcase was made by a dude named Pop Wow. Pets already exist as a full-fledged part of the loadout, similar to a knife, gloves, graffiti, a set of music, or an agent. Since the release of Counter-Strike 2, mentions of some object called a pet have regularly appeared in the game files, and there was a chicken on its placeholder. The only Valve game that has pets is Dota 2. But the problem is that in 10 years they added only one small hedgehog that just runs after the player. Finally, developers began to gradually release updates for the sub-tick system and damage prediction. At the moment, it is quite difficult to say how this will affect the gameplay, but right now it is known that the new system is not fully implemented and they simply collect information from the client and send it to the server. Basically, it should predict the result of the shot on the client side in order to reduce the delay and make the gameplay smoother with differences in ping. It is possible that the developer Alter, wo haben die das Gameplay von Armin gerade her gehabt? What the fuck? to reduce the delay and make the gameplay smoother with differences in ping. It is possible that the Armin hat's geschafft. Armin im Gabe-Follower-Video. The fuck? developers are preparing to release some significant improvement to the network code, trying to fix the most obvious problems. Along with this, a new window with a kick warning appeared in one of the updates. The error is related to VecNet and the anti-cheat automatically kicks the player if it notices abnormal behavior. Habe ich auch schon lange wieder nicht mehr gehabt. Zweimal oder dreimal hatte ich es jetzt overall. Lange nicht mehr gehabt. Aber fairerweise, gegen ultra krank viele Cheater spielen wir immer noch nicht. Auch wenn es in letzter Zeit wieder ein bisschen mehr geworden ist. Aber so einen richtig frechen hatten wir jetzt auch echt fucking lange nicht mehr. Fuß, danke für 64 Monate. Again, it's good that developers are doing at least something in this direction. But what exactly and when we will see the results is not yet known, especially considering that we still haven't got access to the Overwatch. A huge system related to the NPC's limbs destruction appeared in CS2. Looking at the strings, we can say that each limb will have a certain amount of health, and when some of them are shot off, the character will completely die. I doubt that this system is somehow connected with Counter-Strike and rather sounds like something from Left 4 Dead, but we will talk more about this in the next HLX video. And finally, map remakes. We already knew about a full-fledged remake of Cobblestone in the winter style, but in past updates there were hints of a train remake. We already saw footage with an improved version, but a year has passed and there is nothing. Judging by the initial finds, the style of the map can change significantly. The soundscapes Thunder Close. Ich habe gehofft, dass das Train etwas heller wird. Ich mochte Train nie, weil du die CT-Models nie gut sehen konntest, weil es so dunkel ist. Aber wenn da schon Thunder steht, das heißt ja Gewitter und Wolken und dunkel. Mal gucken. Also wir haben nie Train gespielt mit Team Schweine. Ich glaube, wir haben unter 20 Mal in 9 Jahren oder 10 Jahren CSGO Train wirklich gespielt. Okay, vielleicht doch ein paar Mal mehr, aber auf jeden Fall unter 100 Mal, vielleicht sogar unter 50 Mal. Mal gucken, ob mit CS2, ob wir nochmal Train-Fans werden. Da muss aber viel passieren. Clearly mention rain and storm. A new blend material for simplified creation of the wet surfaces has appeared in the tools. All sorts of lines related to rain rendering and wie gesagt, wir haben nie Train gespielt, kann ich bestätigen. Ja, Erik hat uns gefickt. Vielleicht hätte eine große Train-Karriere vor uns geschlummert. Aber als Erik auf der Dreamhack Leipzig 2017 im Lower Bracket Final einfach Train pickt und uns zum Teufel schickt, wo 3 der Leute nicht mal irgendeinen Callout kennen, dann war vorbei. Dann war es nie wieder Train. Shaders regularly appear in the engine strings, and a graffiti with an abbreviation like Die AF or Die in the Fire. 2024 has appeared in the decals. Additionally, according to my info, we should see a lake and some maps for the arms race. It might be lake itself though. Leave a comment with a brick emoji if you watched this far and check out the previous video in which I'm going. It's been a month. Okay, der Mann dreht auch durch. Okay. Der Jäger, danke für die 10 Monate. Okay, interessant. Wieder ein paar Sachen gehört und gesehen, die ich nicht kannte. Ihr müsst unbedingt die Tage mal dran erinnern, dass wir diese Maps hier mal ausprobieren.
Hier die Fruit Ninja Map und die hier sieht crazy aus von TrilluXe. Das will ich mal spielen. Das sieht ja total wild aus. Gut. Für die Leute, die auf YouTube sehen, Link zum Game-Follower und dem Originalvideo habt ihr in der Videobeschreibung. Schaut da gerne vorbei. Der macht sehr geile Videos und hat uns ja auch schon vor über einem Jahr gesagt, dass die Keychains kommen werden. Ich habe es immer gedoubtet, jetzt sind sie tatsächlich da. Also es ist immer eine gute Quelle, um ein paar der wirklich wilden Sachen zusammengefasst vorgestellt zu bekommen, falls man nicht so aktiv auf Twitter ist, wo man die Infos sonst her hat. Und ja, dann schauen wir mal, ob wir irgendwann tatsächlich bei Major Keychains der Teams bekommen oder wir eventuell unsere Model alles an- und ausziehen können. Aber Keychains habe ich auch gedacht, niemals. Niemals kriegen wir Keychains ins Game. Also, mittlerweile kann ich mir auch vorbestellen, dass du irgendwann verschiedene Hüte auf dein Model setzen kannst. Kann ich mir tatsächlich, mittlerweile kann ich es mir vorstellen, dass das kommt.